Hallo, heute geht es um das Produkt Creavo und zu diesem Zweck habe ich mir die Produktmanagerin Alexa Böhm geladen. Schön, dass du da bist, Alexa. Hi Christian, danke für die Einladung. Creavo, was hat es damit auf sich? Wie seid ihr auf dieses Konzept gekommen? Was war der Anlass? Genau, also das Stichwort bei der Creavo ist eigentlich Differenzierung. Wenn wir uns den Markt der Einbauleuchten mal so angucken, dann merken wir doch, dass da hauptsächlich flächige Systeme vorherrschen. Und wir haben gesagt, okay, hier wollen wir uns differenzieren mit einem andersartigen gerichteten System. Welche Varianten gibt es denn von der Creavo? Genau, also die Creavo ist eigentlich eine Produktfamilie. Das heißt, wir haben Einbauleuchten, Einlegeleuchten, aber auch Anbau- und Hängeleuchten mit direkt-indirekter Lichtverteilung im Portfolio. Und genau diese Lichtverteilung, direktes Licht, Stichwort Blendung, wie habt ihr das gelöst? Genau, also du sagst es ja gerade, Blendung ist bei gerichteten Systemen oftmals so ein Thema. Wir haben dazu ein neues gerichtetes System entwickelt. Dem haben wir den schönen Namen ConVision gegeben. Welche Varianten gibt es da, vor allem was das Thema Optiken, Farben und so angeht? Vielleicht kannst du das Thema ConVision noch mal ein bisschen näher erklären. Ja, gerne. Also ich halte quasi das Geheimnis hinter ConVision hier in der Hand. ConVision steht für Convenience Vision, also für eine sehr angenehme Lichtqualität. Wie erzielen wir das? Stichwort Blendung. Wir haben ein zweiteiliges System aus Linse und Lichtkammer. Und mit diesem können wir die Blendung fühlbar minimieren. Das ist ja oft der Punkt, der dabei bemängelt wird. Und wie du gerade schon sagst, Varianz des gerichteten Systems. ConVision ermöglicht es uns, unterschiedliche Farben der Lichtkammern zu realisieren. Wir sehen hier schwarz, weiß, grau, das sind die Standardfarben. Und wenn wir mal hier in die Decke gucken, dann stellen wir fest, das sind alles die gleichen Lumenpakete, aber durch die verschiedenen Lichtkammerfarben haben wir total unterschiedliche Licht- und Raumwirkungen. Welche Einsatzgebiete siehst du bei der Leuchte? Wo sollte ich die am besten einsetzen? Ja, also wir reden hier natürlich hauptgradig von dem Bürobereich, das heißt alles in Bürogebäuden, Flure, die Büros an sich, aber auch Foyers. Da ist die Creavo optimal geeignet, auch dank der zwei Lichtverteilungskurven mit UGR 16 und UGR 19. Aber auch im Bereich Schule, wo wir ja das Thema der Tafelbeleuchtung und der Grundbeleuchtung haben, kann die Creavo punkten, denn wir können dank der ConVision-Optik, und das ist so mein persönliches Highlight, auch die Tafelbeleuchtung im gleichen Design der Leuchte einsetzen. Nur die Linsen haben eine asymmetrische Optik und so kann der Planer dann sowohl die Tafel als auch die Grundbeleuchtung in einem Design einfach realisieren. Großes Stichwort im Büro ist ja gerade Human-Centric Lighting, bedeutet natürlich, die Leuchte muss das können, Steuerungssysteme. Wie habt ihr das gelöst? Genau, also die Creavo ist natürlich auch als Active-Ausführung verfügbar. Das heißt, HCL-Konzepte können ganz einfach umgesetzt werden. Wir haben unser Lichtmanagementsystem LiveLink eingesetzt, sowohl in den Einlege- und Einbauleuchten als auch in den Anbau- und Hängeleuchten. Und das Tolle, bei den Anbau- und Hängeleuchten haben wir zusätzlich Wireless-DALI-Varianten. Das heißt, da wo man nicht so gut sanieren kann, weil vielleicht eine Betondecke gerade vorhanden ist, muss der Installateur nicht extra DALI-Leitungen nachziehen, sondern kann die Leuchten ganz einfach mit LiveLink Wireless-DALI vernetzen. Sanierung, gutes Stichwort. Die Varianten, Stichwort Single Lighting Regulation. Vielleicht hilfst du uns da nochmal, wie kann die Leuchte da helfen? Gerne, genau. Also wir haben unterschiedliche Modulmaße, unsere Standardmodulmaße, quadratisch und langgesteckt 300, klar. Aber wir haben uns auch alte Maße mal angeguckt von konventionellen Leuchten und die waren oft auch schmaler. So ein typisches Maß war 185. Und hier haben wir gesagt, okay, gerade Stichwort Single Lighting Regulation, wir bringen auch die 185er Breite in das Portfolio der Creavo. Und gibt es weitere Features, die Leuchte hat? Immer mehr werden ja nicht nur neben Notbeleuchtung auch andere, Stichwort IoT-Systeme, in Leuchten integriert. Ich glaube, da ist die Creavo auch schon recht weit vorne. Genau, wir haben einen sogenannten IoT-Harbor. Den sehen wir bei der Anbauleuchte hier ganz schön mit dem Sensor versehen. Klar, der Sensor zur Tageslicht- und Präsenzsensorik, das ist erstmal nichts Neues. Was aber cool ist, genau an dieser Stelle kann entweder auch die Kontroll-LED zum Notlichtbetrieb sitzen oder aber, und das ist ganz neu, ein Beacon, und mit dem können wir dann die Location-Based Services wie Asset Tracking, Indoor Navigation oder Raumbuchung mit der Creavo für den Office-Bereich realisieren. Wenn Sie jetzt genauso
gespannt sind und sich auf die Creavo freuen, so wie Alexa das gemacht hat. Vielen Dank für die Insights. Dann haben wir alles Weitere hier jetzt verlinkt, auch nochmal ein paar Details zum Produkt. Und ich freue mich, Sie in einer der nächsten Videos wiederzusehen. Bis bald.